Hallo zusammen. Ich wurde in letzter Zeit ganz oft gefragt, was benutzt du eigentlich für Hotkeys und warum und wo sollte ich vielleicht selber drauf achten? Und deswegen gibt es jetzt ein Video, wo wir genau das klären und ich zeige euch, welche Tasten ich eigentlich warum wann drücke. Ganz viel Spaß. So, ich habe mir also jetzt eine kleine Challenge gemacht und habe einfach mal versucht, gegen 3 KI sehr schwierig zu spielen, um euch in diesem Spiel meine Hotkeys ein bisschen näher zu bringen. Erstmal möchte ich euch aber ganz grob zeigen und erklären, wie ich meine Steuergruppen belegt habe. Und da fangen wir mit der 1 an. Und die 1 ist bei mir immer der erste Teil meiner Armee. Ich benutze die 1 meistens, um meine Kavallerie zu führen, während ich dann die Steuergruppe 2 für den zweiten Teil meiner Armee mit den Kreisen ziehen, muss ich noch ein bisschen üben. Also die 1 für die Kavallerie und die 2 für die Infanterie. Das führt dazu, die Kavallerie ist natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen mobiler, deswegen lohnt sich das immer, die in einer eigenen Steuergruppe zu haben. Und micromäßig hilft mir das einfach, weil ich dann die Steuergruppe 1 mit meiner Kavallerie zum Beispiel nach hinten wegziehen kann von den Speerträgern und dann mit der Steuergruppe 2 mit meinen Archern oder eigenen Speerkämpfern oder was auch immer ich dann da gerade drin habe, die gegnerischen Speerkämpfer raussnipen kann. Hat sich einfach für mich sehr bewährt, das so aufzuteilen. Und im späteren Spielverlauf kommt dann bei mir noch die Steuergruppe 3 dazu für Siege-Einheiten oder manchmal auch, wenn ich Holy Roman Empire spiele, für meine Prälaten. Also einfach, wenn ich nochmal so eine gesonderte Gruppe an, ich nenne sie jetzt mal Spezialeinheiten, in der Armee habe, dann landen die bei mir auf die Steuergruppe 3. Insgesamt benutze ich also 3 Steuergruppen in der Regel, um meine Armee zu führen. Ist eine bisschen komische Angewohnheit von mir, aber ich mache im Early Game, wenn ich nur 2 Steuergruppen brauche für meine Armee, benutze ich die Steuergruppe 3 oft noch, um meine Militärproduktionsgebäude zu belegen, was eigentlich wenig Sinn macht, weil ich dafür noch andere Steuergruppen habe, aber da kommen wir gleich zu. Also merken, ich weiß nicht, was für euch das Beste ist. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Ich zeige euch hier meine Hotkeys. Ich wurde jetzt schon oft nachgefragt und ich zeige euch jetzt sehr gerne, wie ich meine Hotkeys belege. Das heißt aber noch lange nicht, dass das für jeden die beste Belegung ist oder ich behaupte, ihr sollt das unbedingt so machen. Ich denke, das ist sehr individuell. Alle möglichen unterschiedlichen Spieler kommen mit unterschiedlichen Hotkey-Belegungen zurecht oder besser zurecht. Ich zeige euch hier nur, wie ich meine Hotkeys belegt habe und womit ich gut zurechtkomme. Und ich benutze halt gerne 3 Steuergruppen im Late Game für meine Armeen. Und im Early Game benutze ich halt meistens 2 Steuergruppen, um die zu führen. So, Steuergruppe 4 ist bei mir ganz entscheidend. Das ist nämlich, man sieht es hier schon auf der Map, immer mein Dorfzentrum oder meine weiteren Dorfzentren. Liegt bei mir immer auf der 4. Das hat sich bei mir auch so eingebrannt. Das mache ich nämlich schon seit StarCraft 2 Zeiten, vielleicht sogar seit WC 3 Zeiten schon, dass mein Hauptgebäude immer auf der Steuergruppe 4 ist. Und Muscle Memory, sowieso ein ganz wichtiger Begriff beim Thema Hotkeys, dass man gewisse Abläufe halt automatisch in den Fingern drin hat, vor allem auf Pro-Ebene, sehr entscheidend. Und bei mir ist das einfach so eingebrannt, dass meine Dorfzentren, meine Hauptgebäude auf der Steuergruppe 4 sind. Ich glaube, selbst wenn ich wollte, das könnte ich gar nicht mehr ändern. Dann habe ich noch ein paar Einstellungen vorgenommen. Also das sind die ersten 4 Steuergruppen. Die belege ich im Spiel dann auch immer übers Drucken Steuerung 1, um meine Steuerung 1 zu belegen, Steuerung 2, ihr kennt den Ablauf. So belege ich die ersten 4 Steuergruppen immer. Und die nächsten Hotkeys, die ich euch jetzt zeige, die sind vorinstalliert sozusagen. Da muss ich nicht extra Steuerung irgendwas drücken, um die Steuergruppe zu eröffnen, sondern das habe ich in den Einstellungen, in den Optionen eingestellt. Das zeige ich euch gleich auch einfach mal noch eben, wie ihr das in den Optionen in AOE 4 einstellen könnt. Ich habe auf jeden Fall auf der 5 immer meinen Markt. Das heißt, ich muss jetzt nicht extra meinen Markt, das hier ist der wunderschöne Markt. Das heißt, ich muss den jetzt hier nicht extra auswählen und dann Steuerung 5 drücken, damit der in der Steuergruppe 5 ist, sondern ich baue den Markt dahin und automatisch
kann ich den schon anwählen, wenn ich einfach die 5 drücke, weil ich das in den Optionen so eingestellt habe, dass mein Markt immer die 5 ist. Gleiches gilt mit der Schmiede, die habe ich auf der 6. Das sind so meine beiden Extra-Gebäude auf der 5 und 6. Die habe ich da immer drin, damit ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwo am Kämpfen bin, nicht mit dem Bildschirm rüber muss, um meinen Markt anzuklicken und dann gucken muss, was kann ich jetzt verkaufen und verkaufen, sondern ich bleibe einfach mit dem Bildschirm hier, sehe den Kampf, drücke die 5 und habe automatisch meinen Markt ausgewählt, kann was kaufen, verkaufen und kann aber die ganze Zeit dabei ein Auge auf diesen Kampf hier haben. Gleiches gilt für die Schmiede mit den Schmiede-Upgrades. Dann kommen wir noch zu ganz entscheidenden Schnelltasten bei mir und das sind die F-Tasten. Die F-Tasten habe ich auch alle selbst belegt. Das ist das, womit ich am besten klarkomme. Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Bei mir ist das aber so, dass die F1-Taste immer einzelne untätige Dorfbewohner auswählt. Es gibt viele Spieler, die spielen mit einer Schnelltaste alle untätigen Dorfbewohner auswählen, also alle gleichzeitig, dass sie direkt ausgewählt sind. Finde ich persönlich komme damit nicht so klar. Ich nutze immer einzelne untätige Dorfbewohner auswählen mit der F1-Taste und gucke dann, wie die Lage ist und wähle dann dementsprechend die Worker aus, die ich gerade irgendwo hinschicken will. Irgendwas davon solltet ihr auf jeden Fall nutzen, meiner Meinung nach, weil untätige Worker auswählen immer super wichtig. Generell habe ich euch schon öfter erklärt, im RTS-Genre in AoE 4, ihr müsst gucken, dass ihr immer so viele Dorfbewohner wie möglich habt, also immer durchproduziert auf dem Dorfzentrum und dass die Dorfbewohner, die ihr habt, auch immer fleißig am Arbeiten sind und nicht irgendwo in der Gegend rumstehen und Däumchen drehen, weil dann gibt es keine Ressourcen und ja, das ist schlecht. Also ich habe auf F1 immer untätigen Dorfbewohner auswählen. Ich springe, also das ist so eingestellt, dass der Bildschirm auch immer sofort dahin springt dann, damit ich die dann schnell wieder an Ressourcen schicken kann. F2, F3, F4 und F5 habe ich ebenfalls noch belegt und dieser Bereich gilt dann wieder für die Militärproduktionsgebäude. Und zwar ist F2 bei mir alle Ställe auswählen, F3 ist bei mir alle Bogenschützenanlagen auswählen, F4 ist bei mir alle Kasernen auswählen und F5 alle Belagerungswerkstätten. Und neuerdings habe ich noch F6 mit reingenommen für die Wassermaps, alle Häfen auswählen. Das sind aber so Sachen, die muss man sich erst angewöhnen. Deswegen verstehe ich auch, dass das immer schwierig ist, wenn man da neu reinkommt. Weil, jetzt habe ich wieder Stichwort Muscle Memory. Man muss sich das erstmal antrainieren sozusagen, dass man automatisch, ohne viel darüber nachzudenken, dann auch für die Aktionen die folgenden Hotkeys benutzt. Und ich versuche mir gerade anzugewöhnen auf Wassermaps, dass ich mit F6 meine Hafen auswähle. Ja, das sind auch alles Hotkeys, die von vornherein hinterlegt sind. Das heißt, ich muss hier nicht mit Steuerung irgendwas den Stall erst eine Steuergruppe zuweisen, sondern wenn ich hier einen wunderschönen Stall hinbaue, dann und der fertig ist, dann drücke ich einfach F2 und ich habe sofort diesen Stall hier ausgewählt. Aber meine Zeichnungen sind Premium, glaube ich. Genau, und das gleiche für Archery Ranges, also Bogenschützenanlagen und Kasernen und Belagerungswerkstätten auch. Damit habe ich halt alle wichtigen nicht nur wichtig, ich habe alle Militärproduktionsgebäude damit quasi abgedeckt, dass ich die immer schön aussuchen kann, was davon ich brauche. Und wenn ich dann halt F2 klicke, dann kann ich zum Beispiel W drücken, um Knight zu produzieren. Kleiner Tipp von mir übrigens, wenn ihr Shift gedrückt haltet und dann W drückt, dann produziert ihr automatisch 5 Einheiten auf einmal. Also beim Stall W ist ein Ritter, zumindest wenn ihr Raster benutzt, das benutze ich. Raster bedeutet, ihr habt hier unten ja, hier seht ihr auch Q und S jetzt gerade, wo ich ein Schaf ausgewählt habe. Ihr seht hier unten ja immer die Bildchen, auch beim Baumenü. Und Q, W, E, R, T sind zum Beispiel dann hier Q, W, E, R, T. Das heißt, das ist genau in der gleichen Reihenfolge eingetragen, wie eure Tastaturtasten sind. Hier wäre A und hier ist S, seht ihr schon. Das passt dann hier wieder mit der Tastatur überein. Das ist das Rastersystem. Und wenn ihr Shift gedrückt haltet und dann W zum Beispiel baut, um Knights zu bauen, dann baut ihr 5 Knights auf einmal, anstatt nur einen. Kann vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein, falls ihr es noch nicht wusstet, um schneller mehr Einheiten zu produzieren.
So, ich glaube, damit habe ich euch grundsätzlich auch meine Hotkeys, das sind die wichtigsten Hotkeys, die ich so benutze, schon erklärt. Nicht wundern, das werdet ihr gleich noch sehen. Ich zeige euch jetzt nämlich den Spielverlauf und wie das dann aussieht, wenn ich die Tasten auch wirklich benutze. Und die 3 benutze ich teilweise im Early Game, wenn ich halt nur 2 Steuergruppen für meine Armee brauche. Dann benutze ich meine 3, um da noch meine Militärproduktionsgebäude zu belegen. Eigentlich völliger Quatsch, weil ich kann alle meine Militärproduktionen über meine F-Tasten steuern. Und das mache ich auch im Late Game und das sollte ich auch tun. Ich weiß nicht warum, aber sind wir wieder beim Thema Muscle Memory. Irgendwie mache ich im Early Game, dass ich meine Militärproduktionsgebäude noch auf die Steuergruppe 3 setze. Ja, es ist sicherlich nicht clever, das zu tun, sollte ich mir mal wirklich abgewöhnen, aber ich tue es. So, und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze dann auch in-game aussieht, wo ich hier versuche, gegen die 3 KI sehr schwierig zu spielen. Ganz kurz, bevor wir in-game gehen, möchte ich euch noch eben zeigen, wo man in AOE 4 auch die Hotkeys einstellen kann, wo ihr das findet, was ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar könnt ihr unten einfach auf Einstellungen gehen und dann seid ihr hier schon in dem Steuerungsbereich. Hier ist vielleicht ganz interessant, untätiger Dorfbewohner. Da habe ich zum Beispiel hier ausgewählt, Kamera auswählen und zentrieren. Das bedeutet, wenn ihr den untätigen Dorfbewohner auswählt, ich zum Beispiel mit F1, dass dann sich die Kamera auch direkt dahin zentriert, also dass der Bildschirm dahin springt. Bei Einheiten und Gebäuden habe ich das zum Beispiel nur auf Auswahl stehen, weil ich nicht möchte, wenn ich zum Beispiel im Fight nachproduzieren will und einen Hotkey für meine Stelle benutze und da Knights produziere, dass die Kamera dann dahin springt. Deswegen, falls ihr da irgendwie Probleme habt oder so, könnt ihr euch hier nochmal gucken, ob da vielleicht in den Einstellungen was ist, was ihr für euch verbessern könnt. Ansonsten könnt ihr dann hier auf Steuerung anzeigen und neu belegen gehen. Hier habt ihr die Rastertasten, das ist das, was ich meinte. Habe ich ja gerade schon erklärt. Und wenn ihr hier auf Einheitenauswahl geht, dann habt ihr hier den Bereich untätige Wirtschaftseinheiten durchgehen. Und das ist bei mir das F1, deswegen habe ich das darauf gelegt. Und hier Gebäudeauswahl, da findet ihr halt überraschenderweise die Gebäudeauswahl. Und da habe ich zum Beispiel alle Dorfzentren auswählen, das ist bei mir automatisch auf der 4. Und hier ist dann, wie ich gesagt habe, alle Ställe F2, alle Schießstände F3, alle Kasernen F4, alle Belagerungswerkstätten F5. Wenn ihr es ändern wollt, könnt ihr einfach hier draufklicken, eine Taste drücken und fertig. Und ja, hier seht ihr auch alle Schmieden auswählen aus der 6. Ihr könnt dann auch noch weiteres machen, wie Klöster auswählen, Burgen auswählen, Universitäten, Mühlen, Holzverlager. Also hier könnt ihr euch gerne mal durchklicken und einfach schauen, ob da was ist, wo ihr denkt, ob das hilfreich für euch wäre. Aber hier in den Optionen könnt ihr halt eigentlich alles einstellen, was ihr wollt. So, und jetzt gehen wir in-game. Gut, dann schauen wir doch hier mal direkt rein. Und was wahrscheinlich direkt auffällt, was ich auch oft gefragt werde, ist, warum spammst du so viel deine Tasten am Anfang? Da gibt es einen relativ simplen Grund für. Und zwar kann ich da natürlich nur für mich sprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen anderen Pros auch so geht. Es geht einfach darum, seine Finger warm zu haben und sich an eine gewisse Geschwindigkeit zu gewöhnen, damit du im späteren Spielverlauf, wo man dann auch wirklich schnell sein muss, damit man dann auch die Geschwindigkeit hat. Also ich würde mich zum Beispiel schwer tun, direkt von 0 auf 100 zu gehen, wenn ich die ersten 5 Spielminuten komplett chille und dann auf einmal was passiert, wo ich sehr schnell sein muss. Das ist für mich einfach einfacher, wenn ich von vornherein ein hohes Tempo habe. Da sind wir auch wieder beim Thema Muscle Memory. Ich spam zum Beispiel die Steuergruppe 4. Das ist so in meinem Kopf drin, dass ich immer wieder meine Steuergruppe 4, also mein Dorfzentrum, auswähle und zum Beispiel Q drücke, um Worker zu bauen. Das mache ich von Anfang an, damit es einfach nicht vorkommt, dass ich das irgendwann mal im Game vergesse. Weil Steuergruppe 4 und Q, das ist bei mir der Hotkey halt, um Dorfzentrum auswählen und einen Worker zu bauen. Und das ist halt super wichtig, dass man immer Worker durchbaut. Und deswegen versucht man das auch möglichst sich einzuprägen. Und das ist, bei mir ist das eine Funktion, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das mache ich einfach automatisch. Und ja, wie gesagt, warum spamme ich am Anfang so viel? Das liegt einfach daran, dass ich von Anfang an die Geschwindigkeit hochhalten will.
die Finger direkt warm haben will, um dann auch zu funktionieren und schnell genug zu sein, wenn es drauf ankommt. Ja, ihr seht jetzt schon, ich spiele hier jetzt mit 2 Scouts und ich versuche immer so viel wie möglich zu sehen, damit ich nicht an einem Schaf vorbeilaufe zum Beispiel. Und deswegen, wenn der erste Scout da auf Steuergruppe 1 ist, wenn ich jetzt zweimal hintereinander die 1 drücke, relativ schnell, dann springt mein Bildschirm direkt zu dieser Steuergruppe 1 hin. Und deswegen, das habt ihr jetzt gerade schon gesehen, habe ich oft die 1 zweimal hintereinander gedrückt, dann war ich mit meinem Bildschirm auf der 1, habe kurz die Lage da gecheckt, okay, so sieht's aus, dann drücke ich die 2 zweimal hintereinander schnell, dann springt der Bildschirm zu meiner Steuergruppe 2, also zum zweiten Scout, dann kann ich da checken, wie die Lage ist, dann drücke ich die 4 zweimal hintereinander ganz schnell und zack, bin ich wieder in meiner Mainbase und sehe, was da so Sache ist. Deswegen kann ich euch auch als Tipp mitgeben, also wenn ihr zweimal schnell hintereinander eine Steuergruppe drückt, dann springt der Bildschirm dahin und das spart euch natürlich auch wieder Zeit und ihr seid einfach ein bisschen fixer, als wenn ihr jetzt, weiß nicht, über die Minimap zum Beispiel den Bildschirm dahin zieht, wo ihr hin wollt. So, ich spule jetzt mal ein bisschen vor, damit es interessanter wird, wenn ich zum Beispiel Armeen habe und wie ich das so steuere. So, jetzt sind wir schon hier bei Spielminute 6 und ich versuche zu raiden und da sieht man schon, ich habe den ersten Knight auf der Steuergruppe 1, um da oben zu raiden. Und dann habe ich jetzt aber noch einen Knight und der ist auf der Steuergruppe 2 und versuche so auf diese Art und Weise 2 verschiedenen Stellen aktiv zu sein und an 2 verschiedenen Stellen gleichzeitig zu raiden. Das hilft halt auch im 1v1, wenn man mit den Royal Knights halt maximal versucht, seinen Gegner zu stören. Also das ist jetzt halt ein Beispiel, da ich jetzt gerade Franzose bin, trifft natürlich auch auf andere Völker zu, aber wenn ihr zum Beispiel euren Gegner mit Royal Knights raiden wollt, an verschiedenen Stellen, dann ja, ist das immer sinnvoll, mehrere Steuergruppen zu benutzen. Jetzt bin ich da beschäftigt, zack, habt auch wieder zweimal die 1 gedrückt und jetzt zweimal die 2 gedrückt, um mit dem Bildschirm direkt an die andere Stelle zu springen und so, ja, maximal nervig für meinen Gegner zu sein und an jeder Ecke irgendwie vertreten zu sein. Und da auch wieder, während ich da beschäftigt bin, versucht immer dran zu denken, eure Steuergruppe für euer Dorfzentrum zu drücken und die Worker zu drücken. Das sieht man bei mir, glaube ich, auch, dass ich zwischendurch immer mal wieder die 4 drücke und immer mal wieder das Q aufleuchtet. Einfach, weil ich versuche, ja, so oft wie möglich und so regelmäßig wie möglich meine Worker Production aufrechtzuerhalten. Und versuche halt auch immer mit meinem Bildschirm oft zu wechseln, damit ich immer ein Auge darauf habe, was passiert in meiner Base, wie sehen meine Ressourcen aus, machen meine Worker alle das, was sie machen sollen und dann springe ich wieder nach vorne an die Front und versuche dort wieder mich um meine Einheiten zu kümmern. So, jetzt sind wir nochmal ein bisschen nach vorne gesprungen, sind jetzt schon bei 10 Minuten fast 20 in-game und jetzt seht ihr schon, ich habe jetzt die Steuergruppe 1 gerade für da meinen Royal Knight und die Steuergruppe 2 für meine Archer genutzt. Das ist das, was ich meinte, weil es immer schön ist, wenn man jetzt diese verschiedenen Einheitentypen, also meine Kavallerie und meine Archer, wenn ich die getrennt voneinander bewegen kann, was dann zum Beispiel dazu führt, dass ich jetzt ja mit meiner 1 da mit der Kavallerie sehr mobil rumlaufen kann und mit den Archern zum Beispiel Speerkämpfer raus snipen kann oder ich da ja, gezielt versuche Worker rauszusnipen. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da 2 verschiedene Steuergruppen zu nutzen, um einfach so effektiv wie möglich kämpfen zu können. Auch da seht ihr wieder meine ganzen Gebäude und so baue ich auch alles über die Hotkeys. Hatte ich vorhin schon angesprochen, Raster-Hotkey, also meine Häuser und so, dann drücke ich einfach die Tastenkombination und zack steht das Haus da. Könnt ihr euch auch ganz in Ruhe anschauen und erstmal oder wenn ihr das trainieren wollt, sagen wir es so, wenn ihr das trainieren wollt, kann ich euch empfehlen, macht einfach mal eine entspannte Runde gegen einen Computer. Mal so, macht ruhig Computer einfach oder so. Und dann achtet ihr mal drauf, unten im Baumenü, okay, wenn ich einen Stall bauen will, dann ist das Hotkey so und so. Okay, dann baue ich jetzt den Stall mal mit diesem Hotkey. Einfach, um das ein bisschen zu üben. Ja, wenn ihr das wollt, ist jetzt nur so ein Tipp für mich. In erster Linie will ich euch hier jetzt nur zeigen, wie meine Hotkeys funktionieren. Aber wenn ihr da vielleicht
ein bisschen üben wollt oder was ändern wollt, würde ich euch empfehlen, das erstmal gegen Computer zu machen, weil wenn ihr dann direkt im Multiplayer spielt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr ziemlich schnell gestresst seid und dann wieder in alte Routinen zurückfällt. Also es ist schwierig, sich neue Routinen anzueignen, dass man jetzt halt auf einmal den Stall nicht mit der Maus baut, sondern mit einem Hotkey. Und wenn es dann stressig ist im Multiplayer-Game, dann fallt ihr sehr schnell in alte Routinen zurück. Und wenn ihr das ein bisschen üben wollt, würde ich euch empfehlen, das gegen KI zu machen, um da einfach ein bisschen drauf zu achten. Und vielleicht fällt es euch dann im nächsten Multiplayer-Game dann ein bisschen einfacher, weil ihr es halt schon gegen CPU ausprobiert habt und ja, schon ein bisschen Übung drin habt. So. Hier jetzt übrigens auch nett zu sehen, manchmal ändere ich meine Steuergruppen, also ich handle das relativ flexibel, je nach Spielsituation. Ich habe jetzt zum Beispiel hier unten einen Trupp, der mit der Steuergruppe 1 ist und oben einen Trupp, der mit Steuergruppe 2 ist. Jetzt habe ich gerade Knights und Archer gar nicht einzeln aufgeteilt, sondern einfach 2 Armeengruppen gepackt, weil ich halt mit einer gemischten Armee an 2 verschiedenen Stellen unterwegs bin. Also ich bin da flexibel und ändere sogar dann zwischendurch nochmal meine Steuergruppen und je nach Spielsituation belege ich die dann wieder anders. Ja, das ist aber dann schon auf High Level, würde ich jetzt mal so behaupten, ja, wo das genutzt wird oder wo man das umsetzt. Ja, das war's auch schon zum Thema Hotkey. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es mich wissen. Wenn ich irgendwas vergessen habe zu erklären, haut's in die Kommentare. Gehe ich sehr gerne drauf ein. Und vor allem, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.